Was ist eigentlich der Körper? Natürlich könnte man jetzt den Körper anschauen als Mediziner, als Biologen, als Soziologen, als Chemiker. Es gibt verschiedene Ansätze, wenn wir über dieses Thema sprechen. Aber jetzt ein bisschen tiefer betrachtet, nicht nur der Körper als materielle irgendwelche Bestandteile aus irgendwelchen Molekülen und so weiter, sondern hat der Körper irgendwie eine tiefere Bedeutung? Das ist die Frage, die sich Johannes Paul II. Stellt. Und ich glaube, ganz ehrlich zu sagen, die wir uns alle irgendwie ein bisschen stellen. Nicht? Weil dass der Körper irgendwie wichtig ist, dass ich ihn nicht einfach so behandle, wie ich einen Tisch behandle oder einen Baum behandle oder ein Auto behandle, ist irgendwie klar. Für uns ist das Thema Körper irgendwie sehr wichtig. Ich bin jedes Mal daran erinnert, wenn ich meine Tür hinausgehe, weil wir gerade vor unserer Tür einen Laden haben, der heißt Körperkult, irgendwie, keine Ahnung, war noch nie drin. Aber ja, da steht er. Irgendwie scheint Körper und der Körperkult und überhaupt diese Frage, was ist der Körper, die Wichtigkeit des Körpers, für uns moderne Menschen eine super wichtige Frage. Und was sagt uns jetzt aber Johannes Paul II. Darüber? Er sagt vor allem, dass der Körper zwei Dinge ist. Und um das zu verstehen, geht er zurück zu dieser bildlichen Sprache von Genesis. Und das Erste, was wir hören in Genesis, heißt es, der Mensch ist Abbild Gottes. Als Mann und Frau schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und das Geniale von Papst ist zu sagen, dass wir Abbilder Gottes sind, nicht nur gemäß der Tatsache, dass wir irgendwie einen geistlichen Teil von uns haben, was wir Christen nennen eine Seele, sondern weil der Mensch auch ein Körper ist. Er ist auch Abbild Gottes gemäß seinem Körper. Und nicht, weil wir sagen, Gott hat einen Körper, er ist Geist, aber weil wir sagen, dass Gott die Liebe ist. Und nicht ein einsamer Loner, der irgendwo auf einer Wolke schwebt und irgendwie weit weg ist von der Welt, sondern eine Gemeinschaft der Liebe, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Liebe zwischen dem Vater und Sohn, der so stark ist, dass sie Namen hat, der Heilige Geist. Und davon, sagen wir Christen, ist der Mensch auch in seinen, gerade auch in seinem Körper ein Abbild. Und warum ist das so? Weil es der Körper ist, der uns ermöglicht, Liebe auszudrücken. Und daher ist der Körper ein Botschafter. Zum Beispiel, wenn du Bursche, deine Freundin, eine Blume in die Hand drückst, dann ist es nicht nur eine chemikalische Bewegung deines Armes, der jemand ein biologisches Produkt unter die Nase steckt. Nicht? Nein, ist eine Aussage. Und zwar, ich habe dich gern, du bist mir sympathisch, ich liebe dich. Und wenn wir ein bisschen weiter darüber nachdenken, es geht nicht wirklich um die Blume. Ja, auch ein bisschen, sollte nicht die letzte sein, die ich gerade eingekauft habe, als ich im Einkaufsladen war, bevor Einkaufsschluss. Also irgendwie sollte das Zeichen auch irgendwie widerspiegeln, was dahinter steht. Aber eigentlich geht es ja um das, was dahinter steht. Und was steht dahinter? Meine Liebe. Und ich kann das eben aber nur ausdrücken durch meinen Körper. Durch eine Geste, durch jemand eine Blume schenken, durch einen Akt der Nächstenliebe, durch ein schönes Wort, durch meine Empathie. Nicht, es geht nur über den Körper. Nur der Körper kann dieses Unsichtbare der Liebe Ausdruck bringen. Und das ist die Größe des Körpers. Das heißt, aus der Sicht des Glaubens ist die erste Bedeutung des Körpers etwas Wunderschönes. Und zwar, er ist ein Botschafter. Er ist etwas ganz Geniales, weil er ein Botschafter ist. Das Problem aber ist Folgendes, und zwar, Liebe hat immer mit Freiheit zu tun. Ich kann nicht jemand sagen, hör mal, du musst mich jetzt lieben, verstanden? Nicht? Liebe kann man ja nur schenken, frei schenken und auch nur frei empfangen. Und weil dem so ist, kann der Körper ein Botschafter von Liebe sein, aber kann auch ein Botschafter von genau das Gegenteil sein. Und deswegen ist der Körper für uns etwas ganz Heiliges, weil er auf der einen Seite ein Botschafter sein kann in dieser Welt, von was Gott ist, von was Liebe wirklich ist, aber er kann auch leider manchmal ein bisschen Botschafter davon sein, was es ist, Hölle zu sein. Er kann ein Botschafter des Egoismus sein, des Hasses, der Gleichgültigkeit sein. Und das ist aber zugleich wiederum die Größe, nicht des Körpers, weil er in sich trägt eine Fähigkeit, etwas ganz Großartiges zu sein, wenn wir das zulassen. Und dieses Zulassen, das wünsche ich uns allen.